Aufstiegskampf spitzt sich immer mehr und mehr zu. Erstmal schöne Choreo, muss man mal zugeben, hier heute im Olympiastadion bei der Hertha, die auch immer noch oben mit dabei stehen. Die haben aus den letzten 5 Spielen 3 Siege geholt, 2 Unentschieden, also sind auch eine lange, lange Zeit schon ungeschlagen. Das heißt, es wird mal wieder Zeit zu gewinnen. Also aus unserer Sicht. Wir fangen an. Ich bleibe erstmal im 4-2-3-1. Ich habe beide Aufstellungen, was heißt beide Aufstellungen? Das 4-2-3-1 und das 4-4-2 nochmal ein bisschen modifiziert, ein paar Sachen verändert. Ja, einigen Spielern andere Anweisungen gegeben. Mal gucken, ob es was bringt. Mal gucken, ob wir in die Erfolgsspur wieder zurückfinden, weil wir sind, wie gesagt, ganz eng zusammen in der Tabelle. Da trennt, glaube ich, der dritte vom 6., 7. nur 1 Punkt oder 2 maximal. Also, es spitzt sich zu. Und die Chance, wie gesagt, hier aufzusteigen, die war nie größer und nie höher. Von daher habe ich ja gesagt, müssen wir jetzt hier alles Mögliche nutzen. Alles in die Waagschale werfen, um dann doch am Ende vielleicht auf den 3. Platz zu kommen und dann irgendwie es über die Relegation zu schaffen. Wenn es am Ende dann nicht reicht, dann ist es so. Aber ich möchte mir nicht hinterher dann vorwerfen, dass ich nichts versucht hätte. Also, nächstes schweres Auswärtsspiel bei der Hertha. Die sind eigentlich auch eher Aufstiegsfavorit als wir, aber wir brauchen uns hier gar nicht verstecken. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt, wir hatten einen richtig guten Lauf. Der ist jetzt erstmal leider unterbrochen worden durch 2 Niederlagen gegen Schalke und gegen Köln. Aber trotzdem, wir sind noch voll drin im Aufstiegsrennen. Es muss halt irgendwann mal wieder ein Sieg her. Irgendwie so ein dreckiges 1-0, so wie heute, dass man vielleicht auch gar nicht so schön spielt. Ja, wir machen jetzt ja auch wieder das Spiel. Ball läuft viel hin und her, aber so richtig zwingend ist das leider nicht. Und wie gesagt, wenn am Ende dann ein 0:1 bei rumkommt, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen. Gucken wir mal. Erste Chance eventuell. Hekimoglu vorne. Der braucht halt Fridjonsson an der Seite. Da habe ich ja gesagt, da ist die Überlegung, dass ich zur nächsten Saison, egal in welcher Liga wir spielen, dass ich da auf 4-4-2 umstelle mit 2 Spitzen. Dass man quasi beides hat. Einen Kopfballstarken und einen kleinen, wendigen Wirbelwind. Aber bislang sieht das gut aus. Und wenn wir dann halt den Ball gewinnen, dann muss es halt schnell nach vorne gehen. Dann ist Hekimoglu vorne meistens alleine. Janda. Das ist halt noch leider, oder das ist das Problem halt jetzt zur Zeit. Dass meistens vorne Hekimoglu als 17-Jähriger da irgendwie ein bisschen verloren ist. Allein auf sich gestellt. Aber wir stehen gut, ja, auch wenn der Ball jetzt hier durchkommt. Wir sind da sofort wieder da. Die Hertha kommt, glaube ich, in einem 4-1-4-1. Also auch eine offensive Variante eigentlich. So, und da muss mal was über den Flügel gehen. Vielleicht über Terhorst. Kodowski kommt nicht ran. Hekimoglu. Oh, es gibt aber Eckball. Guck mal, der Ball wird immer länger, immer länger. Der stoppt auch nicht, der hält auch nicht an. Und somit gibt es den Eckball. Und da waren wir auch eigentlich stark. Wir haben schon viele Tore nach Eckbällen gemacht. Mal gucken, jetzt wäre mal wieder ein Eckballtor an der Zeit. Kirkiskov, aber nicht auf Hekimoglu. Den kannst halt nicht auf Hekimoglu spielen, das ist das Problem. Aber wir sind nochmal da. Kirkiskov, Kodowski. Oh, die laufen sich da gegenseitig über den Haufen. Darf dann natürlich nicht sein. Terhorst. Oh, das ist jetzt die Chance. Hekimoglu völlig frei. Und das sind halt die Situationen, die XXL-Möglichkeiten, die müssen sitzen. Die müssen einfach sitzen. Schade, schade. Aber weiter, komm, wir sind jetzt gut im Flow. Terhorst nochmal. Ah ne, war Janda. Glaube ich, war gar nicht Hekimoglu. Da musst du halt auch mal 1-0 in Führung gehen. Das hatten wir auch gegen Köln, das hatten wir gegen Schalke. Wenn du halt solche Chancen nicht reinmachst, dann wird das halt irgendwann bestraft. Befürchte ich leider. Und das wird auch in diesem Spiel wieder soweit sein. Ich hoffe es aber nicht. Ich möchte es nicht wieder herbeirufen, aber ja, es hat sich dann bewahrheitet einfach. Ich meine, ich erzähle euch jetzt hier keinen Quatsch. Es ist ja so, ihr habt es ja selber gesehen, wenn ihr meine Videos hier aufmerksam verfolgt, dass sich solche Situationen auch rächen können. Und gerade gegen so Mannschaften wie unter anderem Köln oder Schalke, da waren wir nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Wir haben es halt einfach verpasst, aus unseren Chancen mehr zu machen. Und deswegen haben wir beide Spiele verloren. Nicht, weil wir die schlechtere Mannschaft waren. Oh, es geht auch hier ganz sauber, ganz flüssig nach vorne. Ja, sind zwar meistens diese Sicherheitspässe, aber was will ich machen, bevor ich hier den Bällen unnötig hinterherlaufe?
versuche ich den Ball so lange wie es geht in den Reihen zu halten, in den eigenen Reihen und dann irgendwann doch mal nach vorne sich ein bisschen zu trauen. Aber es geht nicht, weil die Hertha wirklich, wirklich gut hinten zustellt. 2, 3 Mann, die verschieben unglaublich gut. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz Godowski und dann, wenn ich halt mal schießen will, so aus voller Verzweiflung, dann ist halt immer ein Gegenspieler da. Und jetzt kommt die Hertha, aufgepasst, aber Hendricks passt gut auf. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz. Über Janda, Hekimoto bietet was an. Ja, aber er wird gut bewacht davon Leistner, von Dardai. Das ist wirklich ganz schwer. Und jetzt ist halt wieder die Überlegung, wieder aus 4-4-2, was ja dann leider gegen Schalke und gegen die Kölner nicht so gut funktioniert hat. Aber ich würde es nochmal probieren. Da habe ich auch ein paar Anweisungen verändert. Ja, einigen Spielern. Ach, und übrigens, da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise, nee, Quatsch. Der OG-Fan hat mich in Discord gefragt, ob ich den Schiedsrichter nicht hören würde oder ob das bei mir auch so wäre. Jetzt habe ich zum Beispiel den Pfiff des Schiris gehört. Aber ja, tatsächlich, den Pfiff des Schiris, den hört man nicht dann, wenn es sein muss, sondern halt erst 10 Stunden später. Ist mir auch aufgefallen. So, ich werde euch das mal zeigen. Ich werde die Taktik mal aktivieren. Ich werde die Zuweisung... Nein, Quatsch, das wollte ich nicht. Jetzt muss ich hier wieder umstellen. Und Janda ist halt leider wieder das Opfer dieser Umstellung, Fridjonsson. Und dann sieht das wie folgt aus. Mit Ball. Ein bisschen komisch, aber ich möchte halt, dass Fröhling mit nach vorne geht. Dass er quasi Mittelfeldprofi, Flügel-Mittelfeldprofi, also auf dem Flügel bleibt Podolski genauso. Und vorne sollte eigentlich Hekimoglu nicht die falsche 9 geben. Das möchte ich nochmal umstellen, Profirollen. Da wollte ich eigentlich auch, dass der Stoßsturm-Profi hat, weil da haben die nämlich dieses Plus. Diese Player-Style Plus. Fröhling sollte eigentlich auch ja, Innensturm-Profi geben, wobei der kann mal auf dem Flügel bleiben. Godowski, da bringt es nicht viel, das hier umzustellen, weil das ist halt nicht seine Position. Kirkeskov bleibt mal auf der Außenverteidigerposition. So, jetzt bin ich gespannt. 4-4-2. Ich hoffe nicht, dass es wieder so offen wird. Dass wir wieder so offen stehen. Hat er das jetzt umgestellt? Ich hoffe, er hat es jetzt umgestellt. 4-4-2. Nee, warum nicht? Ist das immer noch beim 4-2-3-1? Warum hat er das denn nicht umgestellt? Oh, das verstehe ich nicht. Ich habe das so aktiviert. Junge, was ist denn bei euch los? So, hier 4-1. Wo sind wir hier? 4-4-2. So, aktivieren. Zack. Und jetzt müsste das eigentlich... Jetzt ist 4-4-2. Okay. Jetzt hat er es auch unten umgestellt. So, rein geht's. Ein weiterer Versuch für die 4-4-2. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Vorne haben wir jetzt mit Fridjonsson auf dem Kopfballstarken drin. Das heißt, wir könnten auch mal in die Mitte flanken. Wenn sich denn die Chancen ergeben. Remberg, ja, ist auch ein Fehlpass mit Ansage. Also über die Flügel geht nicht viel. Da ist die Hertha wirklich richtig gut aufgestellt. Das machen sie wirklich gut. Rehse. Aber wir sind auch da. Wir sind auch in den Zweikämpfen drin. Wir fangen die ab. Und vielleicht fällt ja doch mal irgendeiner vom Laster. Vielleicht macht die Hertha ja auch mal irgendeinen Fehler im Aufbau. Und dann müssen wir da sein. Dann müssen wir da sein. Aber genauso gut müssen wir auch hinten aufpassen. Hier zum Beispiel. Da hätten wir schon längst da sein müssen. Da sind wir dann wieder einen Schritt zu spät. Remberg sehr, sehr gut im Zweikampf. Kein Aus, aber die Hertha hat sofort wieder den Ball. Ich weiß schon oder ich merke schon, wohin das führt. Das Spiel nimmt jetzt eine ganz andere Wendung. Ich habe das so im Gefühl. Ja, hier, wir müssen immer wieder mit verschieben. Rehse auch mal in Zweikampf reingehen, auch mal einen Foul machen. Ja, gibt ja nicht immer gelb, aber auch mal hier den Freistoß ziehen. Weil immer nur durchlaufen lassen geht nicht. Und dann natürlich hier konsequent sein. Leistner. Das war, glaube ich, die erste Chance für die Hertha. In die Nähe des Tores. Würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Wenn wir hinten rausspielen. Keine Fehler. Schnell über den Flügel. Und dann natürlich auch da sein am Ball. Nicht weglaufen. Hendricks gewinnt den Ball. Nicht zu hektisch. Aber natürlich, wenn sich die Chance ergibt, dann müssen wir auch mal schnell umschalten. Hendricks jetzt zum Beispiel ist auch wieder blind in den Mann reingelaufen. Der Wurm ist drin momentan. Aber wie gesagt, das ist auch, ich möchte das nicht jeden Part wiederholen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir müssen eigentlich gar nicht oben stehen. Wir müssen eigentlich andere Mannschaften stehen. Wir haben eigentlich schon den Klassenerhalt sicher. Also wir haben unser Saisonziel schon erreicht. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich Bonus. Aber den Bonus, wenn ich den realistischerweise erreichen kann, möchte ich natürlich auch zuschlagen. So, nächste Chance. Remberg, Hekimoglu muss da so ein bisschen entgegenkommen, aber der Passweg wird direkt wieder zugelaufen.
überhaupt gar keine Chance da durchzuspielen. Gar keine Chance. Keine Chance. Aber ihr seht, wir gewinnen Zweikämpfe. Wir sind gut drinne. Das gefällt mir richtig gut. Aber wir müssen uns auch mal irgendwann wieder eine Chance rausspielen. Jetzt vielleicht. Fröhling hat ein bisschen Platz gegen Winkler. Komm, Fröhling ist eigentlich auch schnell. Aber du kannst nichts machen. Die Hertha, die macht das gut. Auf dem Flügel. Das ist jetzt mal eine super Grätsche, Hekimoku. Dann sind wir wieder einen Schritt zu spät. Also immer ist irgendwas. Hier, wir gewinnen den Zweikampf. Dann ist die Hertha trotzdem noch in Ballbesitz. Ich habe ja gesagt, ich habe schon so eine Vorahnung, wie das Ganze hier ausgehen wird. Winkler, Kirkiskov im Zweikampf drin. Schön gemacht. So, jetzt vielleicht mal vorne. Hekimoku, der kommt auch nicht ran. Also sehr, sehr schwere Kost. Gebe ich zu, sehr, sehr schwere Kost. Aber so Spiele hat man auch mal. Das ist halt auch zweite Liga, das ist nicht nur Schönspielerei, sondern auch mal kämpfen hier, in die Zweikämpfe reinkommen. So wie hier Kirkiskov. So, und jetzt nächster Versuch. Nein, oh, prompt wieder den Ball verloren und jetzt aufgepasst. Niederlechner an die Latte, aus dem Nichts. Die Chance für die Hertha. Rehse, Achtung, nächste Chance im Strafraum schon. Cuisance und wieder geblockt. Sehr, sehr schön. Verteidigung steht. Da hatten wir jetzt gerade Glück, dass der Ball gegen den Pfosten geht. Oh, Behrens. Machen wir. Machen wir trotzdem. Ball ist noch auf unserer Seite. In unseren Reihen. Und jetzt vielleicht Fridtjonsson ist momentan auch noch nicht im Spiel drin. Klar, also ich meine, der hat bislang eine scheiß zweite Halbzeit. Gebe ich ja zu. Aber wir bekommen auch nichts nach vorne. Fröhling jetzt vielleicht mal gegen Kenny. Auch da nichts zu machen. Also egal, was ich versuche über einen Flügel. Das 4-4-2 war vielleicht doch nicht so gut. Jetzt kommt Thorsteinsson. Der hat schon das, was er gleich machen wird, wahrscheinlich in seinem Namen drin stehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, jetzt Fröhling über den Flügel. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Mit Hekimoku in den Rücken. Junge, geh doch hin zum Ball. Fröhling, sehr, sehr schön. Und jetzt Fridtjonsson in der Mitte. Oh, wo will er hin? Da ist er, Fridtjonsson. Und jetzt Hekimoku. Jetzt der Abschluss. Hekimoku. Und natürlich steht wieder einer dazwischen. Dann hat man mal die Lücke, hat man mal ein bisschen Platz und dann ist trotzdem immer noch jemand dazwischen. Ich werde jetzt mal wieder umstellen auf 4-2. Nein, nicht auf die Fünferkette. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ich wollte eigentlich aufs 4-2-3-1. Jetzt 4-2-3-1 möchte ich nochmal machen. Das hat doch ein bisschen besser funktioniert. In der ersten Halbzeit vielleicht fahren wir nochmal. Ein Angriff. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine Minute vielleicht mit Nachspielzeit. Das ist vielleicht jetzt die entscheidende Chance. Hekimoku. Kenny ist bei ihm. Fridtjonsson. Niemand da. Niemand da. Doch, Henrichs ist da. Komm, Junge, trau dich. Aber er kommt nicht ran. Und dann geht dieses Spiel irgendwie so ein bisschen trostlos zu Ende. Ich möchte nicht sagen, dass es irgendwie langweilig war. Es lebte von der Spannung, sagen wir es mal so. Aber im Prinzip, ja, war das ein 0-0, wo wir uns beide die Hand geben können. So ein Spiel brauche ich nicht nochmal. Aber immerhin einen Punkt gesammelt. Besser, als wenn wir hier wieder verloren hätten. Und vielleicht gibt das nochmal ein bisschen Aufschwung dann für die nächsten Spiele. Also falls ihr eine Bestätigung braucht, wie das Spiel gelaufen ist, in der Sofortwiederholung gab es nur ein einziges Highlight. Das war der Kopfball von Leistner, der 5 Meter am Tor vorbeiging. Das beschreibt, glaube ich, das Spiel ganz gut. Aber so Spiele gibt's. 0-0, trostloses 0-0. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Wir haben einen Punkt mehr auf dem Konto. 4. Platz. Ja, die anderen, okay, die spielen noch. Also Fortuna spielt noch. Die können natürlich jetzt 3 Punkte wegziehen. Aber guck, Paderborn hat auch nicht gewonnen. Beziehungsweise müssten dann auch nicht gewonnen haben, weil sonst wären sie ja vor uns. Die waren ja die ganze Zeit hinter uns. Paderborn hat tatsächlich auch eine Unentschieden gespielt gegen Ulm. Ihr seht, die Aufstiegsfavoriten, die tun sich hier schwer. Preußen Münster ein Aufstiegsfavorit. Irgendwann mal vielleicht, wenn da so ein reicher Scheich mit einsteigt bei Münster. Aber ansonsten, glaube ich, wird das eher Träumerei bleiben oder etwas für den Karrieremodus. So, jetzt haben wir gegen Karlsruher SC. Da war auch noch einiges gut zu machen aus der Hinrunde. Da haben wir, glaube ich, 3-0 zu Hause auch verloren. Auch eigentlich nicht schlecht gespielt, aber dann zu viele Fehler gemacht. 2 Siege, 2 Niederlagen, ein Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. 4-4-2 mit 2 defensiveren Sechsern, sage ich mal so. Scout-Bericht abgeschlossen, genau. Die beiden Griechen, die ich habe beobachten lassen, da hat der eine eine 68, der andere eine 69. Freigabesumme, wie gesagt, da muss man immer mal gucken. So, jetzt ist die Chance für uns. Okay, Paderborn hat verloren. Wer hat Düsseldorf gespielt, das letzte Spiel? Muss ich gerade nochmal gucken, die haben, glaube ich, gewonnen. Wo sind sie denn hier? Düsseldorf hat auch nur Unentschieden gegen Nürnberg. Also ihr seht, die
lassen auch hier und da nochmal ein paar Punkte liegen. Die spielen jetzt bei Kaiserslautern. Kaiserslautern ist 12. Brauchen auch noch ein paar Punkte für den Klassenerhalt. Ulm ist wieder dran. Braunschweig, Regensburg. Oh, weia, also überall herrscht hier Spannung pur. Außer oben, da sind die Kölner aufgestiegen. Ich glaube, rechnerisch ist das sogar jetzt schon fest. 15, 19 Punkte. Ja, also die Kölner sind aufgestiegen. Dahinter dann der HSV, die werden das auch schaffen. Und dann Düsseldorf, Paderborn, Münster, Hannover, Hertha. Die sind 3 Punkte auseinander. Also spannender geht's nicht. Was wollte noch? Ein Sieg gegen Karlsruhe, ich weiß. Ich möchte das gerne auch. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und dann holen wir uns endlich mal wieder 3 Punkte. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.